Ich habe die Butter vergessen. Hallo, Nico hier. Schön, dich zu sehen. Die brauche ich nämlich ganz dringend für die Brezeln, die wir heute machen. Immerhin, das Buttermesser, das habe ich schon gefunden. Jetzt gehe ich noch die Butter suchen. Und bis ich die gefunden habe, da zeige ich dir, wie ich die Brezeln hier gebacken habe. Bäcker verwenden zur Herstellung von Laugengebäck eine Natronlauge aus Wasser und Natriumhydroxid. Diese Lauge ist sehr ätzend, daher bitte die Sicherheitshinweise auf der Verpackung beachten und mit Gummihandschuhen und Schutzbrille arbeiten. Ich verwende hier 40 Gramm Natriumhydroxid auf 1 Liter Wasser. Dafür das Wasser auf 27 bis 28 Grad erwärmen, nicht weniger und nicht mehr bitte. Das Natriumhydroxid ins Wasser geben und darin auflösen. Die Lauge anschließend abkühlen lassen. Wenn wir die Brezeln später in der Lauge baden, zeige ich eine bedeutend weniger gefährliche Variante. Die Lauge kann jetzt erstmal abkühlen. Zeit für den Brezelteig. Dafür gebe ich 300 Gramm Wasser und 10 Gramm frische Hefe oder 3 Gramm Trockenhefe in eine Schüssel und verrühre beides so lange, bis sich die Hefe aufgelöst hat. Dazu kommen dann 500 Gramm Weizenmehl Typ 550. Wer möchte, kann aber auch Dinkelmehl Typ 630 verwenden und 8 Gramm Salz. Die Zutaten in der Schüssel zu einem Teig verkneten. Ich mache das mit der Hand, weil ich keine Küchenmaschine dafür habe. Wer eine Küchenmaschine hat, kann die natürlich verwenden. Alles so lange verkneten, bis ein glatter Teig entstanden ist. Ich habe das natürlich schneller laufen lassen, weil das in Echtzeit 2 Minuten dauert. Wenn der Teig also glatt ist, kommen 40 Gramm weiche Butter dazu. Okay, meine Butter ist gar nicht so weich, aber bei 30 Grad Lufttemperatur geht das ganz schnell. Die Butter mit dem Teig verkneten. Alle Zutaten stehen übrigens auch noch einmal unterhalb vom Video in der Infobox. Dort ist auch ein Link zum geschriebenen Rezept auf meiner Homepage. Und wenn die Butter soweit in den Teig eingearbeitet ist, den Teig weiter auf der Arbeitsfläche zu einem glatten, geschmeidigen Teig verkneten. Und dann hatte ich doch glatt mein wichtigstes Werkzeug zum Backen verlegt, meine Teigkarte. Die lag nämlich gar nicht hinter mir auf dem Tisch, sondern irgendwo im Haus und ich musste eine ganze Weile suchen. Ich habe sie aber wiedergefunden und konnte den ganzen Teig aus der Schüssel bekommen. Ich kürze das Kneten hier auch mal ab, weil das knapp 5 Minuten dauert. Den Teig dann zur Kugel formen, in die Schüssel legen, abdecken und für 60 Minuten an einem warmen Ort gehen lassen. In der Zwischenzeit ein Backblech doppelt mit 2 Blatt Backpapier belegen. 2 Blätter Backpapier deswegen, da die Brezeln ja später in die Lauge getaucht werden müssen und das Backpapier dann durchweichen kann. Nach 60 Minuten den Teig auf die Arbeitsfläche geben und zu 6 Teigstücken à 140 Gramm portionieren. Dabei bitte kein Mehl verwenden, da sich der Teig sonst nicht mehr verarbeiten lässt. Er muss griffig bleiben, damit wir die Teiglinge rund schleifen können. Dafür den Teig von außen fassen, etwas hochziehen und zur Mitte hin andrücken. Das machen wir ringsum so oft, bis ordentlich viel Spannung im Teig ist. Den Teigling dann umdrehen, an die Handfläche anlegen und mit dem Daumen einklemmen. Jetzt brauchen wir nur noch eine kreisförmige Bewegung mit der Hand zu machen und das Teigstück wird wie von alleine rund. Nach dem Rundschleifen gleich weiter zu 20 cm langen Strängen formen. Die Teigstränge dann abdecken und 10 Minuten entspannen lassen. Anschließend können wir die Teigstränge weiter auf etwa 50 cm Länge ausrollen. Falls der Teig zu glatt ist und man beim Ausrollen immer wieder abrutscht, kann man die Hände mit etwas Wasser anfeuchten und in den Handflächen verreiben. Dann lassen sich die Teigstränge wesentlich besser greifen. Beim Ausrollen die Enden dünn auslaufen lassen. In der Mitte sollen die Teigstränge etwas dicker sein und einen dicken Bauch haben. Den Strang zu einem U formen, die Teigenden fassen und zweimal miteinander verschlingen, wie bei einer Kordel. Die Teigenden zu sich hinklappen und links und rechts vom Brezelbauch andrücken, sodass 3 Fenster entstehen. Ich zeige das gleich nochmal aus einer anderen Perspektive. Also den Strang zu einem U formen, die Enden zweimal miteinander verschlingen, zu sich umklappen und andrücken. Falls nötig, die Brezel noch etwas in Form bringen und auf das Backblech legen. Wenn man möchte, kann man natürlich auch ganz fancy gehen und die Teigstränge wie der Profi herumschleudern.
Da ich das aber nicht kann und diese Aufnahme 20 Mal wiederholt habe, damit es einigermaßen klappt, empfehle ich die Version für Nicht-Profis. Das geht auch viel schneller und die Brezeln sehen dadurch auch nicht anders aus. Also die Brezeln mit genügend Abstand auf das Backblech legen, abdecken und für 12 Stunden oder über Nacht in den Kühlschrank stellen. Das ist sehr wichtig, damit die Oberfläche des Teiges antrocknen kann und später beim Bad in der Lauge keine Lauge in den Teig dringen kann. Außerdem werden die Brezeln dabei schön fest und lassen sich leichter verarbeiten. Nach 12 Stunden oder am nächsten Tag als erstes den Backofen auf 200 Grad Ober-Unterhitze vorheizen. Die Brezeln aus dem Kühlschrank nehmen und für 4 bis 6 Sekunden in die Lauge tauchen. Dabei unbedingt an die Sicherheit denken und Handschuhe und Schutzbrille tragen. Ich hatte ja am Anfang eine etwas weniger gefährliche Version erwähnt, und zwar verwenden wir dafür das gute alte Kaisernatron oder jedes andere Backsoda. Dafür koche ich hier 1 Liter Wasser auf und stelle den Herd aus, bzw. ziehe den Topf von der heißen Herdplatte. Ich gebe hier 100 Gramm vom Backsoda dazu. Vorsicht, das Wasser sprudelt dabei kurz auf, also bitte nicht erschrecken. Wenn sich das Backsoda aufgelöst hat und das Wasser beruhigt, kann man die Brezeln auch wieder einzeln nacheinander mit der Schaumkelle für 5 bis 6 Sekunden in die Natronlauge geben. Anschließend die Brezeln auf das Backblech legen und mit einem Pinsel nochmals mit der Natronlauge bepinseln. Also nur mit dieser Version mit dem Backsoda. Die Brezeln, solange sie noch feucht sind, mit grobem Salz bestreuen, und zwar nur an der dicken Stelle. Salz natürlich nur, wer das mag. Für mich gehört das dazu. Die Brezeln am dicken Bauch noch mit einem Messer etwas einschneiden und dann können die Brezeln gebacken werden. Das Blech in den Ofen schieben, mittlerer Einschub und die Brezeln in etwa 15 Minuten goldbraun backen. Anschließend herausnehmen und auf einem Gitter abkühlen lassen. Sei so lieb und unterstütze mich, indem du kurz auf den Daumen nach oben drückst, damit YouTube erfährt, dass dir das Video gefällt und hilfreich ist. Sei auch so lieb und hilf mir dabei, den Kanal weiter wachsen zu lassen, und abonniere meinen Kanal, falls du das noch nicht gemacht hast. Dankeschön! So, genug Eigenwerbung. Weiter geht's mit den köstlichen Brezeln. Und dann sofort in eine frisch gebackene, lauwarme Brezel beißen. Ich meine, ich habe jetzt schon 3 Brezeln probiert, aber ich probiere gerne nochmal, nur um dir zu sagen, dass die mega lecker schmecken. Und ich hoffe, du hast jetzt ganz große Lust bekommen, in die Küche zu gehen und deine eigenen Brezeln selber zu backen. Und bevor ich jetzt noch lange hier rumschmatze, verabschiede ich mich für heute. Vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank, dass du mich bisher begleitet hast. Vielleicht sehen wir uns ja gleich wieder in dem Video hier oder in dem Video. Da schmatze ich auch am Ende. Also, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, Brezeln selber machen gehen, das ist mega lecker.